fällt es mir schwierig, in der Welt ohne Alasko und Co. zu denken. Die Vision so mit dem Namen erstmalig seit 2016 durch unseren Gründer Felix Balk. Der Fokus auf den Ankauf bundesweit von Mehrfamilienhäusern und entsprechendes Aufteilen nach WEG und das Verkaufen von Konzeptimmobilien, sprich Kapitalanlagen für Endkundinnen und Endkunden. 2022 dann entsprechend so bisher unser größter Ritterschlag mit dem Zugewinn des Private Equities KKA, die gemeinsam mit uns ein Joint Venture betreiben, mit der wir eben größere Portfolien ankaufen können. Der Gebäudesektor macht 30% von den CO2-Ausstößen aus, weltweit. Und es ist 1% Neubau, der nachhaltig ist. Der Bestand wird auch in 50 Jahren noch da sein. Der muss ja irgendwo nachhaltig gemacht werden. Wir haben Anfang 2022 das erste Mal angefangen, uns richtig tief mit ESG zu beschäftigen. Im ESG-Arbeitskreis setzen wir uns also zusammen, überlegen uns die Maßnahmen, wie wir das Gebäude dekarbonisieren können. Wir fangen heute schon an, eine dritte Achse an dieses herkömmliche Diagramm zu denken und zu sagen, okay, wir müssen Richtung Core plus Core ESG ready. Ich war schon immer der felsenfesten Überzeugung, der Markt zeigt es auch gerade, dass Extrameilen sich im Regelfall auszahlen. Also wenn wir überlegen, dass heute zum Beispiel ESG ein obligatorischer Punkt wurde, war das vor einem Jahr noch etwas, was nur einige wenige wirklich reell betrieben haben. Wir sehen heute, dass es ganz klar Realität ist. Hat man sich damals damit schon auseinandergesetzt, hat man heute Wettbewerbsvorteile. Wenn wir eine gute Datengrundlage haben, können wir uns Immobilien schon viel früher ganz anders anschauen. Der Fokus und die Herausforderung ist ganz klar Qualität, Nachhaltigkeit und alles Prozessqualität und was damit einhergeht. Es war schon so ein Wow-Effekt, weil ich dachte so, ich muss das alle Assets da eintragen. Okay, das dauert safe 2 Wochen, aber ich habe es innerhalb von einem Tag. Für mich muss es schnell gehen, ich muss schnell ersichtlich alles sehen und das ist halt wirklich super und das zeigt eben auch Alasko. So, man hat auf einen Blick hat man seine Assets. Wir haben ja einen internationalen Investor auch bei uns drin, der fragt Daten ab. Und nur mal auch als Beispiel und auch als Proof of Concept, mit der Genauigkeit sagen die ganz klar, super, wenn es mit Alasko kommt, passt das. Wird jetzt morgen eine Taxonomie kommen? Ja, ich glaube, das wäre für uns wirklich sehr, sehr einfach. Für uns waren die Haupttreiber Hochrechnungsdaten und Visualisierung der Dekarbonisierung in Verbindung mit der offenen Schnittstelle. Wenn ich eine Hochrechnung mit Investoren teile zu den Verbräuchen der Immobilie, bedeutet das derzeit in der Praxis Hausmeister raus, Facility Manager, ich muss den Verwalter anrufen, suche mir die letzten Abrechnungen raus. Das ist wirklich ein Aufwand von teilweise 2 bis 3 Personen im Vergleich zu, ich lege in 2 Minuten ein Objekt in Alasko an, eine Abrechnung mit 95%iger Genauigkeit. Der größte Mehrwert für uns wird daran sein, dass wir einfach die Dekarbonisierung damit messen wollen. Wir sehen, okay, wir liegen aktuell in unserem Stranded Asset hier, müssen aber in so und so vielen Jahren dahin. Und ich glaube, das ist vor allem für den Kunden was die noch nie gesehen haben.